Woher sollen wir wissen, warum Clarissa nicht zu dem Termin erscheint? Also da mache ich nicht mit. Christoph setzt so viele Hoffnungen in die Scheidung. Es wäre schäbig, ihn nicht einzuweihen. Lena war total verrückt nach Uli. Ich konnte echt nichts machen. Oh Mann, du lügst ja inzwischen, ohne rot zu werden. Nein, das ist die Wahrheit. Von wegen. Die Wahrheit ist, dass du um jeden Preis deine beschissene Rolle wieder haben wolltest. Deswegen hast du Lena auf Uli angesetzt. Ist sie tot oder was? Nein, das nicht. Aber sie befindet sich höchstwahrscheinlich in Lebensgefahr. Ihre Frau ist entführt worden. Clarissa ist entführt worden? Das ist ausgeschlossen. Offensichtlich nicht. Aber wir sind in knapp einer Stunde vorm Scheidungsrichter verabredet. Ich fürchte, daraus wird wohl nichts. Und da liegt keine Verwechslung vor. Oder dass sie es nur vorgeschoben hat, damit sie nicht zur Scheidung erscheinen muss. Das würde jedenfalls zu ihr passen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Ich hatte ja während der Ermittlungen im Fall ihres ermordeten Bruders ausreichend Gelegenheit, die, sagen wir mal, unkonventionellen Methoden ihrer Ehefrau kennenzulernen. Ja. Na, dann wissen Sie ja, wozu dieses Biest fähig ist. Lass mal, Kathi. Naja, also nach dieser Rollstuhlnummer in der Bibliothek, da traue ich ihr wirklich einiges zu. Aber ich fürchte, in diesem Fall liegt die Sache leider anders. Inwiefern? Uns liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass ihre Frau bereits vor Monaten entführt wurde. Ja, deswegen diese ominöse Geschäftsreise. Und wir dachten, sie wäre abgetaucht mit diesem Freund von Charlie Schneider. Wie hieß der gleich? Larry. Ja. Kann es sein, dass er etwas damit zu tun hat? Möglich ist das. Aber wir stehen ja mit unseren Ermittlungen erst am Anfang. Moment. Hier handelt es sich um eine Entführung. Sie sind doch aber von der Mordkommission. Ist Clarissa doch tot? Okay, du weißt Bescheid. Lass mich nur machen. Ramon steht schon mit einem Bein im Kiosk. Ist was? Nö. Los, sag schon. Warum machst du einen auf Strahle, Mann? Weil ich im Begriff bin, jemanden glücklich zu machen. Wieso? Willst du auswandern? Sag mal, kann es eigentlich sein, dass du immer noch sauer auf mich bist, weil ich dir den Schulkiosk vor der Nase weggeschnappt habe? Sag mal, kann es sein, dass du mich mit dieser Kindertrinkhalle langsam nervst? Dann habe ich also recht. Dabei wollte ich dir nur einen Gefallen tun. Aber denk doch mal, was das alles kostet. Und was für eine Arbeit der Laden macht. Einer allein kann das gar nicht schaffen. Ja, such dir eine Aushilfe. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe sogar schon mit Millie versucht. Und? Wie lief's? Eigentlich ganz gut. Nur sie hatte natürlich nicht die Zeit, um sich da voll reinzuhängen. Und auf die ganzen anderen Dummspacken auf der Schule habe ich keinen Bock. Aber um nochmal auf den Typen zurückzukommen, den ich glücklich machen wollte. Vergiss es. Warum denn nicht? Du hast Zeit, du hast Talent im Verkaufen und du suchst einen Job, der mehr abwirft als diese Kneipe hier. Ich glaube nicht, dass du mehr zahlen kannst als Cleo. Kann ich wohl. Also bist du dabei? Nein. Ah, wie kann man nur so stur sein? Vielleicht würde es deine Entscheidung positiv beeinflussen, wenn du ihm eine Gewinnbeteiligung anbietest. Ich weiß nicht. Okay, du bekommst eine Gewinnbeteiligung, aber nur, weil du mich damals in den Schmuckhandel mit reingebracht hast. Na guck, es geht doch. Hey, Moment mal. Ich habe noch lange nicht zugesagt. Wenn ich dir meine Bilanzen gezeigt habe, wirst du es tun. Abwarten. Aber du denkst über das Angebot von Frank nach. Schauen wir mal. Und wenn ich dir einen Dienstwagen anbiete? Immer meinen Sie, dass Clarissa noch lebt? Alle Indizien sprechen dafür. Trotzdem müssen wir natürlich alle Fälle durchspielen und auch mit dem Schlimmsten rechnen. Und deshalb ist die Mordkommission schon so früh eingeschaltet worden. Oder haben sie etwa umgeschult? Die Sonderkommission arbeitet dezernatübergreifend. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, Sie müssen es mir nur sagen. Ich stehe Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung. Und Sie? Tja, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich jetzt verhaften werden. Aber von mir aus können sie Clarissa ruhig behalten. Sie können Frau von Anstetten wohl immer noch nicht leiden, was?
Merkt man das? Wenn es Ihnen recht ist, dann würde ich gerne mit der Befragung beim Hausherrn beginnen. Ja. Gehen wir in die Bibliothek? Trinken Sie einen Tee mit mir? Ja, gerne. Ja, manchmal trifft es eben doch die richtige. Ist doch so. Christoph hat sich so auf die Scheidung gefreut. Vielleicht muss er sich ja jetzt gar nicht mehr scheiden lassen. Hi. Was soll denn das werden, Mini? Wie sieht's denn aus? Ich knall mir die Birne zu, dann muss ich wenigstens nicht an Bastiane denken. Dafür hängst du aber 100 Pro überm Klo. Na und? Mir ist eh zum Kotzen. Schmeckt scheußlich, was? Hauptsache es hilft. Gib mal her. Boah. Das erinnert mich an das Zeug, was wir uns damals im Landschulheim reingezogen haben. Danach sind wir noch zu den Mädels rüber. Hey, wieso unternehmen wir nicht was zusammen? Heute Abend zum Beispiel. Kein Bock. Du kannst doch nicht den ganzen Tag in der Bude hocken und dieses Zeug in dich reinschütten. Wieso nicht? Weil ich sage, also, ziehen wir jetzt um die Häuser oder nicht? Wie wär's dann mit Kino? Zurzeit laufen ein paar richtig gute Streifen. Oder Disco. Damit die mich hier um 10 Uhr rausschmeißen? Nee, danke. Okay, vergiss es. Anderer Vorschlag. Lass uns auf die Eisbahn gehen. Oder wir nehmen uns hier die Fische an die Leine und gehen eine Runde Gassi. Ich gehe nirgendwo hin, kapiert? Ja, aber hier rumhängen und Bastiane nachtrauern macht auch keinen Sinn. Ansichtssache. Warum suchst du nicht eine andere? Weil ich keine andere will. Ich will Bastiane. Und was ist, wenn sie sich schon einen anderen gesucht hat? Das würde sie nie tun. Nie. Verstehst du? Schon okay, ich hab verstanden. Trotzdem musst du auf andere Gedanken kommen. Damit du nicht als Schnapsleiche endest. Jetzt gib her. Erst wenn du mir versprichst, dich nicht so hängen zu lassen. Was soll ich denn machen? Ich hab Bastiane total lieb und ohne sie... Ich halte das einfach nicht aus. Schmeckt es dir nicht? Doch. Sehr gut, danke. Und warum isst du dann nichts? Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Charlie glaubt wahrscheinlich alles Mögliche von mir, nur nicht, dass ich nun tatsächlich bei der Polizei war. Es gibt nun Versprechen, die kann man nicht einhalten. Zum Beispiel, wenn man sich oder einem anderen damit schadet. Du meinst Christoph und seine geplatzte Scheidung? Nein, nicht nur. Ich denke, du hast vor allem im Sinne von Clarissa gehandelt. Hoffentlich. Natürlich hast du. So konnte es nicht weitergehen. Du hast nur endlich dafür gesorgt, dass Leute die Sache in die Hand nehmen, die auch wirklich was davon verstehen. Und für dich wurde es höchste Eisenbahn. Je länger du schweigst, desto tiefer wirst du in die Geschichte reingezogen. Am Ende verdächtigt man dich noch, die Entführung inszeniert zu haben. Das ist absurd. Weißt du, was in Köpfen von Polizisten vorgeht? Nein, das weiß ich nicht. Na, siehst du. Aber nachdem ich nun alles gesagt habe, erübrigt sich ja wohl jeder Verdacht, oder? Ich muss los. Kommissar Kramer erwartet mich auf Rittenau. Viel Glück. Ich bin unschuldig, Euer Ehren. Lieben Gruß an Barbara und Christoph. Richtig aus. Tschüss. Tschüss. Als sich unsere Blicke trafen, das erste Mal, wusste ich, du bist mein Stern. Als wir zusammen waren, das erste Mal, war mein Glück ganz einfach grenzenlos. Und grenzenlos hatte ich dich gern. Hat Uli das geschrieben? Er muss es mir in der Pause in den Rucksack getan haben. Finde ich unheimlich süß von ihm. Ich weiß nicht. Naja, wetten, dass Alina das gleiche Gesülze gesagt hat, nachdem sie miteinander geschlafen haben. Jetzt tust du ihm aber Unrecht. Uli hat dich lieb. Und deshalb ist er mit Lena ins Bett gegangen. Hier, wenn du magst, kannst du das Gesülze weiterlesen. Ich hab die Schnauze voll. Hey, das wird schon wieder. Christoph wird mir den Kopf abreißen. Bei von Anstetten? Frau Schneider? Ja. Hauptkommissar Kramer, Kriminalpolizei. Ich glaube, wir hatten schon mal das Vergnügen. Möglich.
Was kann ich für Sie tun? Ich bin froh, dass Sie mich das fragen. Ich deute das als Zeichen Ihrer Kooperationsbereitschaft. Ich helfe, wo ich kann. Um was geht es denn? Ach, ich glaube, das wissen Sie sehr genau. Naja, wie dem auch sei. Ich befinde mich hier auf Schloss Friedenau. Würde es Ihnen etwas ausmachen, hierher zu kommen? Nein, wenn das so ist, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Schön. Dann sehen wir uns ja gleich. Was machst du denn da? Bier zapfen. Ja, das sehe ich. Aber wo ist Ramon? Das wäre eigentlich sein Job. Ja, der wollte noch mal in die Schule, um mit Frank wegen dem Job zu reden. Stört dich doch nicht, oder? Nein. Nein, nein. Wieso? Naja, weil wir das nicht besprochen hatten. Ja, aber du warst nicht da. Bevor Frank es sich noch mal anders überlegt. Schon gut. Ich finde den Tausch sogar ganz gut. Ah, wieso? Deswegen. Mein Pass. Wo habe ich meinen Pass? Frau Schneider? Ja? Kriminalpolizei. Hey, wie wär's? Sie helfen mir beim Reinschleppen und ich verkaufe Ihnen die Heftchen zum Einkaufspreis. Kein Wunder, dass er mit seinem Kiosk nicht reich geworden ist. Hey, Kollege, du kommst wie gerufen, kannst gleich anfangen. Ey, immer schön langsam. Um langsam zu sein, brauche ich keine Hilfe. Darin bin ich nämlich selbst Weltmeister. Aber draußen stehen noch jede Menge Kisten, die rein müssen. Jetzt bleib mal locker, ich helfe dir. Hm? Na dann, willkommen im Team. Bevor ich zusage, möchte ich mir den Laden erst noch ein bisschen genauer ansehen. Willst du noch warten? Der Kiosk ist eine wahre Goldgrube. Ja, das sagst du. Überleg doch mal, wie viele Milliarden die Jugendlichen jährlich an Taschengeld bekommen. Ja, wenn das so ist, dann sollten wir noch mal über meinen Dienstwagen sprechen. Kein Problem. Dein Dienstwagen. Die erste Strophe war aber sehr schön. Soll ich weiterlesen? Mhm. Mit dir war die Welt so hell und voller Sonnenschein. Jetzt ist sie kalt und dunkel und ich bin allein. Ich bin traurig und einsam, weil mich die Sonne verließ. Mit dir neben mir war die Welt das Paradies. Ach, ich wünschte mir, Arno würde mir auch mal sowas schreiben. Oder wenigstens ein Gedichtband schenken. So wie ich ihn kenne, würde er dir eine Ausgabe der Baupläne berühmter Sehenswürdigkeiten mitbringen, hä? Vermutlich. Naja, ansonsten habe ich ja mit ihm das große losgezogen. Das haben Uli und Bastiana auch gedacht. Mhm. So schnell kann's gehen. Ach, wenn ich doch irgendwas tun könnte. Uli hat definitiv Mist gebaut, aber es tut ihm echt leid. Wenn Bastiane doch bloß über ihren Schatten springen und ihm verzeihen könnte. Ja, das muss man auch erst lernen. Das ist nicht so einfach. Und wenn es noch so schwer ist. Es ist doch tausendmal besser, als sich gegenseitig weh zu tun, obwohl man sich eigentlich liebt. Wer liebt, leidet. Das klingt hart, ist aber immer noch so. Dafür gibt's ja auch viele schöne Momente. Zum Beispiel die Versöhnung nach einem schweren Streit. Naja, ich würde nicht darauf wetten, dass Uli und Bastiane wieder zusammenkommen. Aber ich. Naja, allerdings müsste man dem Glück ein bisschen nachhelfen. Ach, auf einmal. Was hast du vor? Natürlich habe ich daran gedacht, zur Polizei zu gehen. Immer wieder. Und warum hast du es nicht getan? Ich hatte Charlie versprochen, es nicht zu tun. Ist doch ein Grund mehr, ihr klarzumachen, dass es nur diesen einen Weg gibt. Leider war sie zu diesem Schritt nicht zu bewegen. Sie geriet in Panik, wenn ich nur davon anfing. Ist ja rührend, wie du dich um Charlie gekümmert hast. Hast du auch mal einen Augenblick an Clarissa gedacht?
Tag und Nacht, das kannst du beglauben. Anfangs lief ja auch alles auf eine, wie soll ich sagen, normale Entführung hinaus. Du weißt schon, gegen Zahlung des Lösegeldes lässt man sie frei und das war's dann. Aber dann wurde diese Geschichte immer verworrener, immer grotesker. Ist doch ein Grund mehr, zur Polizei zu gehen. An dem Tag, an dem ich es endlich tun wollte, da gab es diesen mysteriösen Showdown im Vergnügungspark. Charlie glaubte, sie hätte Clarissa erschossen. Und da wollten Sie ihr natürlich zur Flucht verhelfen. Nein, das wollte ich nicht. Das würde ich an Ihrer Stelle auch sagen. Fragen Sie Ihre Kollegen. Wir waren nämlich schon mal auf einem Revier. Ach ja? Ja. Davon ist mir nichts bekannt. Wir haben dann keine Aussage gemacht, weil Sie keine Füße bekommen haben. Glauben Sie, was Sie müssen. Auf jeden Fall mache ich doch jetzt meine Aussage, oder? Herrgott nochmal! Viel wichtiger ist doch die Frage, wie wir Clarissa aus der Gewalt dieser Verbrecher befreien. Also wir ganz sicher nicht. Das ist nämlich Aufgabe der Polizei und der sollten Sie das in Zukunft auch überlassen. Ja. Herein. Schön, dass Sie da sind, Frau Schneider. Vielleicht können Sie ja ein bisschen Licht in das Dunkel dieses Falles bringen. Oder wenigstens erklären, warum du mir diese Schmierenkomödie vorgespielt hast. Mann, ist das schwer. Sag mal, was ist da drin? Moment, Pornomagazine. Was? Zeig mal her. Haha, sehr witzig. Lakritzschnecken. Die können doch auch ganz erotisch sein. Ja, ungefähr genauso erotisch wie eine Nachrichtensendung. Hm? Ich habe nicht behauptet, dass meine Technik vollkommen ist. Stimmt. Aber deine Verkaufsmethoden sollten es sein. Andererseits weiß ich wirklich nicht, wie du den ganzen Scheiß loswerden willst. Ach was. Der Laden läuft doch fast von alleine. Ja, aber nur wenn keine Ferien sind. Aber es sind im Moment Ferien. Und was siehst du? Schüler. Genau. Weil in den Ferien finden öfters AGs und Workshops statt. Du hast wirklich an alles gedacht, ha? Wie gesagt, der Laden ist eine Goldgrube. Jetzt suche ich nur noch einen guten Mitarbeiter. Ich weiß nicht. Ich habe da noch was. Und das ist erst der Anfang. Das klingt gut. Also bist du dabei? Einverstanden. Charlie, was hattest du mit den 4 Millionen vor, die du mir für Clarissas Einverständnis zur Scheidung abknöpfen wolltest? Aber das Geld war doch nicht für mich. Es war für Clarissa. Für die nächste Lösegeldforderung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Geld, das Ihnen Herr von Anstetten geben sollte, das wollten Sie dafür verwenden, Frau von Anstetten freizukaufen? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als Sie Herrn von Anstetten glauben machen wollten, dass seine Frau zu dem Termin erscheint, da dachten Sie doch, dass Frau von Anstetten tot ist. Jedenfalls hat uns das Herr Brandner gerade erzählt. Außerdem hat er uns erzählt, dass Sie das Geld für Ihre Flucht ins Ausland verwenden wollten. Das hast du wirklich fein ausgedacht. Ich möchte mich jetzt dazu nicht mehr äußern. Überhaupt sage ich kein Wort mehr ohne meinen Anwalt. Das ist Ihr gutes Recht. Dann darf ich jetzt gehen? Ja. Ich muss Sie allerdings bitten, sich für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu halten. Sie lassen sie einfach gehen. Warum nicht? Sie ist eine Betrügerin. Und wenn schon. Ich bin doch nicht hier, um eine kleine Betrügerin dingfest zu machen, sondern um das Leben Ihrer Frau zu retten. Und dafür ist es sehr hilfreich, wenn diese Dame weiter in Freiheit ist. Verstehe, verstehe. Sie haben also einen Verdacht. Ach, was soll denn das? Abwarten. Also ich gehe keinen Schritt weiter, bevor ich nicht weiß, wo wir hingehen. Wir sind schon so gut wie da. Ja, und was soll ich hier? Lass dich überraschen. Ach, ich habe aber keinen Bock auf Überraschungen. Jetzt wart's doch erst mal ab. Also nichts gegen den Botanischen Garten, aber momentan habe ich echt keinen Nerv auf dieses Grünzeug. Dieses Grünzeug hat aber eine unheimlich beruhigende Wirkung. Ich bin aber nicht unruhig. Ich bin... Genervt? Ja, das auch. Und was noch? Down, unglücklich, traurig. Kein Problem.
Dann suchen wir uns jetzt eine Trauerweide, hocken uns drunter und dann kannst du deine Gefühle voll ausleben, ja? Du bist wirklich ein Arsch, weißt du das? Ja, und jetzt komm. Nicht bevor du mir endlich sagst, was der ganze Quatsch hier soll. Erstens ist das hier kein Quatsch und zweitens musst du mir einfach nur vertrauen, okay? Auf deinen neuen Job. Auf meinen alten Job. Ich freue mich, dass du bei Fanny im Kiosk anfängst. Ich auch. Der Job bringt auch wirklich was ein. Dann kann die Weltreise ja bald losgehen. Ja, zumal ich jetzt als Doppeltverdiener natürlich auch die Kohle doppelt so schnell drin habe. Und hoffentlich übernimmst du dich nicht dabei. Keine Angst, ich schaff das schon. Schließlich ist es nur für ein paar Wochen. Trotzdem. Vormittags im Kiosk, abends in der Kneipe. Das kann schnell in die Substanz gehen. Ich bin doch kein Tatterkreis. Aber auch nicht Superman. Und dessen Tag hat auch nur 24 Stunden. Stimmt. Da könnte ich eigentlich noch einen dritten Job annehmen. Du untersteh dich. Hi. 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 Und wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch Tim. Wonach? Wie es ist mit mehreren Jobs. Stressig. Aber was hat das mit Ramon zu tun? Frank hat mir einen Job in seinem Kiosk angeboten. Ich habe natürlich angenommen. Na toll. Gratuliere. Danke. Und was ist der zweite Job? Na was wohl? Er arbeitet weiterhin hier bei mir. Ist doch geil, oder? Jetzt mach schon oder willst du hier Wurzeln schlagen? Wie weit ist es denn noch? Wir sind gleich da. Ah, Mist. Was ist denn? Ich hab mein Wechselgeld an der Kasse liegen lassen. Bin gleich wieder da, ja? Ja, und was mache ich jetzt? Ja, geh schon mal vor, da lang, ja? Toll. Was ist denn los? Ich habe plötzlich so einen Durst. Vorne am Eingang habe ich einen Kiosk gesehen. Ich hole mir schnell eine Cola, ja? Bin gleich wieder da. Warte, ich komm mit. Nee, lass mal. Ich bring dir eine Cola mit, ja? Geh schon mal weiter. Ich bin dann weg. Jetzt schon? Ja, ich muss morgen topfit sein. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Ich müsste eben mal in die Küche. Kannst du übernehmen? Ja. Hi. Hallo Frank. Ist Ramon schon weg? Ja, gerade eben. Naja, ist ja egal. War eh nicht so wichtig, sage ich ihm morgen. Was ich mit dir zu besprechen habe, ist sowieso wichtiger. Na, da bin ich ja mal gespannt. Unser Plan hat nämlich funktioniert. Ramon arbeitet jetzt für mich. Jetzt bist du dran, deinen Teil der Vereinbarung zu erfüllen. Ja, was ist? Willst du mir die Kohle nicht geben, oder was? Wenn du deinen Teil 100%ig erfüllt hast, ja. Was willst du denn noch? Ramon arbeitet jetzt für mich. Ich habe ihm sogar schon Huni gegeben. Das ist dein Pech. Sag mal, tickst du nicht mehr richtig? Du wolltest mir das Geld wiedergeben. Ja. Wenn Ramon aus Cleos Nähe verschwunden ist. Das ist er doch! Nein, das ist er nicht. Er arbeitet immer noch hier. Und jetzt brülle hier nicht so rum, sonst kriegt Cleo noch alles mit. Zu spät. Cleo hat bereits alles gehört.